Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich nochmal hier im Windpark Gaubickelheim in Rheinhessen. Ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal hier war. Und in der Zwischenzeit ist super viel passiert. Ja, hier findet ja ein Repowering statt in mehreren Phasen. Und in der ersten Phase wurden 4 Kenersis K110 abgerissen. Als ich beim letzten Mal hier war im März, haben sie gerade die ATS-Türme gesprengt. Einer stand noch beim letzten Mal, als ich hier war. Ja, und mittlerweile sind sie schon dabei, die neuen Anlagen zu errichten. 3x Enercon E160 EP5 E3 kommen stattdessen hin. Richtig krass, wie schnell sie das Projekt hier umgesetzt haben. Innerhalb von einem halben Jahr. Die alten Anlagen abgerissen und die neuen aufgebaut. Ja, und wie ihr seht, die erste von 3 Anlagen ist schon so gut wie fertig. Gondel und Generator sind oben. Ganz fertig ist sie jetzt leider noch nicht. Ja, aber jetzt geht halt wieder das windige Herbstwetter los. Da wird es immer schwieriger, die Anlagen jetzt aufzubauen. Ja, Kran ist auch runtergeklappt. Möglicherweise war es echt zu windig. Beziehungsweise es sieht so aus, als ob der schon auseinandergebaut wäre. Ja, krass. Der ist schon zerlegt. Was ist da los? Eieiei. Ich hoffe mal, die haben keine Probleme mit den Blättern. Das wäre ja ärgerlich. War ja in Hemmelhausen, glaube ich, auch das Problem, dass da bei der dritten Anlage die Blätter einen Schaden hatten. Naja, muss ich mir auf jeden Fall gleich mal aus der Nähe anschauen. Ja, ansonsten ein super schöner herbstlicher Tag. Die anderen Anlagen laufen fleißig. Hier die anderen Kenersis K110. Jetzt kommt ein Traktor vorbei. E138 steht leider heute. Die wird dann ganz schön klein aussehen neben den E160. Und die süßen kleinen E48, auch schön am Laufen. Ja, werde jetzt auf jeden Fall mal näher hinfahren zu den Türmen. Mal schauen, was da los ist, warum der Kran zerlegt ist, warum die Blätter noch nicht oben sind. Und ja, berichte gleich nochmal. So, hier stehe ich jetzt nochmal auf der anderen Seite. Hier hat man nochmal einen schönen Ausblick. Ja, die Anlagen haben einen echt interessanten Turmfuß. Der ist nämlich nicht grün, so wie man es von Enercon kennt, sondern komplett braun. Enercon bietet den grünen Turmfuß ja standardmäßig nicht mehr an, das heißt, man muss drauf zahlen. Und dann kann man sich halt überlegen, ob man eine andere Farbe nimmt. Ja, aber kennt man von vielen Anlagen hier in der Region, dass der Turmfuß braun ist. Passt sich einfach besser ins Landschaftsbild ein und ist auch, glaube ich, eine Vermeidungsmaßnahme für Feldvögel. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier sind auch schon alle Komponenten da. Da ist die E-Gondel. Dieser lange Kasten. Schon krass, wenn man nicht wüsste, dass es die Gondel wäre, würde man denken, dass es einfach ein Container ist. Da werde ich schon echt ein bisschen melancholisch, wenn ich jetzt so an das schöne große Maschinenhaus von E141 zum Beispiel denke. Schon schade. Da der Generator, Narbe und da die Rotorblätter. 3 Stück und hinten dran die Stahlröhren. Ja, in der Mitte, das ist die Anlage, die aufgebaut wird. Ja, aber man sieht es ganz deutlich, die zerlegen echt den Kran. Ich weiß nicht, was da los ist. Ob was mit der Narbe nicht in Ordnung ist oder ob es an den Blättern liegt.
dass sie irgendwie einen Transportschaden haben oder irgendwelche herstellungsbedingten Schäden. Keine Ahnung. Aber da liegen auf jeden Fall die ganzen Kranteile. So nehme ich an, dass der Kran dann zu der Anlage hier umzieht. Echt verrückt. Ich würde echt mal gern wissen, warum. Ja, und der Turm hier hinten, als ich das letzte Mal hier war, stand da noch der Turm für von der letzten Kennersys. Und jetzt steht ein neuer Turm da. Ja, eine der Kennersys-Anlagen stand hier drüben. Da sind sie auch gerade noch irgendwie dabei, den Rückbau zu machen. Also irgendwie Stahl aus dem Boden vom Fundament und dann nochmal alles einebnen. Echt super schönes Wetter heute. Also ich freue mich echt wieder auf die windigen, sonnigen Herbsttage. Das ist echt meine absolute Lieblingsjahreszeit. Ja, ich werde versuchen, jetzt mal noch ein bisschen näher hinten ranzukommen. Vielleicht kann ich ja erahnen, warum es da nicht weitergeht. Aber ja, so Schäden erkennen wir ja nicht mit bloßem Auge. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja eine ganz plausible Erklärung. Werde ich jetzt auf jeden Fall mal vorbeischauen noch. So, jetzt stehe ich hier bei der fast fertigen E160. Habe mich eigentlich schon darauf gefreut, die Anlage hier fertig zu sehen. Anfang der Woche habe ich nämlich auf der Seite von Vivi gelesen, dass Turm und Maschinenhaus montiert sind und die Rotorblätter sehr wahrscheinlich auch noch montiert werden. Aber jetzt sind leider nur Gondel und Generator montiert. Keine Ahnung, irgendwas ist dazwischen gekommen. Da unten liegen sie, die Rotorblätter und die Narbe. Fertig für die Montage. Aber irgendwas scheint da im Busch zu sein. Entweder haben die Blätter einen Schaden, vielleicht die Narbe. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Kran einen Schaden hat. Das ist natürlich theoretisch möglich, aber habe ich noch nie gehört. Also ich tippe eher auf Blätter oder Gondel, Narbe. Kann ich mir anders nicht erklären, warum sie sonst den Kran abbauen. Ja, Logo hat die Gondel leider nicht, weder Enercon noch Vivi. Komplett rot. Ja, aber Anfang der Woche habe ich auch gelesen, dass Enercon die E-Gondel nochmal überarbeitet hat, sowohl technisch als auch optisch. Die neue Version hat dann nicht mehr dieses glatte Blech, sondern tatsächlich so ein Wellblech und ähnelt dann noch mehr einem Container. Wird allerdings auch ein bisschen roter. Also was hier jetzt noch so weiß ist drumherum, das wird alles rot. Und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Also ein Bild habe ich davon gesehen. Mal abwarten, vielleicht kommt die dann bei den nächsten Anlagen hier zum Einsatz. Ja, und die E175 E2 wurde ja mittlerweile auch vorgestellt auf der Husum Wind mit 6.x Megawatt Leistung. Die E1 hat, glaube ich, 6 bis 6,3 und die E2 dann ja, 6.x. Verraten haben sie allerdings nicht, wie viel Leistung sie denn haben wird. Bin ich mal gespannt. Ja, und die größte Neuerung ist dann ein neuer Generator. Sieht dann eher so aus wie die E138 EP3 E3. Also auch so ein relativ großer Generator. Also haben den Durchmesser nochmal auf jeden Fall erhöht und ist auch dann zweigeteilt. Ja, war irgendwie absehbar, dass der Generator größer werden muss, wenn sie die Leistung hochschrauben wollen. Ja, bin ich mal gespannt. Aber ich finde, die Anlagen stehen ja richtig cool im Weinberg. Ja, und bei dem Wetter macht es richtig Spaß, hier zu erkunden.
echt meine Lieblingsjahreszeit. Herbst, schönes goldener Herbst und schön windig. Tolles Wetter, da macht es echt Spaß, Bilder zu machen. Habe auch echt eine tolle Sicht zu den ganzen Windparks. Denn das ist der Windpark Heimersheim, da stehen ganz viele Senvion 3.4M. Noch kleine E66, E48. Ich glaube eine E101, E115 ist auch dabei. Ja, da hinten ist die EN149 in Walheim. Leider auch noch nicht laufen sehen. Da ist sie. Und rechts davon die V136 in Freimersheim-Mauchenheim. War ich ja auch echt zigmal, als sie die aufgebaut haben. Da hinten Windpark Hangen-Weisheim-Eppelsheim. Den E101, V112, 3.4M, 114. Und da ist die neue N117, die sie damals gebaut haben. Und im Anschluss dann der Windpark Kloppberg mit den N43 und den ganzen kleinen Anlagen hier. Da ist auch ein Repowering geplant, da sollen V162 hin. Ich denke mal, die ganzen kleinen leider weg. Ja, und hier hinten auch dann der Windpark Bibelnheim-Garbsheim mit den neuen V150. Habe ich leider auch noch nicht laufen sehen. Die Inventus, die 4 Stück. Ich auch unbedingt mal hin. Das werde ich heute jetzt leider nicht schaffen, aber gegebenenfalls auf dem Rückweg von meinen Eltern. Und da ist die V150 in Spiesheim. Die habe ich ja schon mal gezeigt. Gehört zum Energiepark Wörrstadt. Naja, also bin ich echt mal gespannt, woran es hier liegt. Wenn ihr es wisst, gerne mal in die Kommentare schreiben. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ja, ansonsten ziehe ich jetzt mal weiter. Hier hinten zur E138 fahre ich mal noch. Und mal noch zu den kleinen E48. So, jetzt bin ich hier nochmal bei der obersten Anlage. Hier stand beim letzten Mal noch ein Turm der Kennersys K110. Der letzte von 4. Ja, und jetzt steht hier ein neuer Max-Bögel-Turm. Ich komme mal relativ nah ran. Da liegt die E-Gondel. Auch schon ausgepackt. Da sind die 3 Stahlröhren. Und da drüben Narbe und Generator. Da ist die andere Anlage. Ja, und hier sind sie auch gerade irgendwie noch dabei, den ganzen Aushub wegzufahren. Ja, und hier rechts von mir liegen die Rotorblätter jetzt. Schön aufgebockt. Krass lang die Teile. Fast 80 Meter. Aber was ich witzig finde, beziehungsweise was mich wundert, ich glaube, die haben hier irgendeinen Mist gebaut bei der Markierung von den Rotorblättern. Die haben nämlich weiße Spitzen, nicht rote, und nur einen roten Streifen. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Die werden ja in China produziert. Möglicherweise haben sie da irgendeinen Mist gebaut. Für die E175 will Enercon ja wieder selbst produzieren. Aber für die E160 kommen sie halt von LM aus China. Vielleicht täusche ich mich jetzt, muss man von der anderen Seite gucken, aber es sieht echt so aus, als ob sie da irgendeinen Mist gebaut haben. Schöner Scheiß. Ja, ich werde dann mal hier oben auf den Berg fahren, da hat man bestimmt noch mal eine coole Aussicht. Und
Ja, schauen wir das Ganze mal von der Richtung noch an. So, jetzt stehe ich hier nochmal bei der süßen kleinen E48. Gehört zu den ersten Anlagen hier im Park. 5x E48. Finde ich super schade, dass die nicht mehr gebaut wird, die Anlage. Also gerade für Repowering-Standorte oder für extremere Standorte, wo man halt nicht so große Anlagen hinbauen kann, sind die schon ganz gut geeignet. E53 finde ich noch ein bisschen cooler, die hat noch ein bisschen größere Rotorblätter. Hinten stehen auch nochmal 3 Stück. Weiß jetzt gar nicht, wann die gebaut wurden, aber waren auf jeden Fall die ersten hier im Park. Und hier links von mir steht auch nochmal eine. Haben allerdings nicht alle diesen roten Ring, also nur 3 Stück. Und nur 3 Stück haben diese Tagesbefeuerung. Bei der hier sieht man es jetzt gar nicht. Nicht erschrecken, wenn es hier so knallt. Das sind wieder diese, keine Ahnung, diese Kanonen, um die Vögel zu verscheuchen, dass sie die Trauben nicht fressen. Da, die hat eine schöne Tagesbefeuerung hier. Ich hoffe echt inständig, dass die Anlagen hier noch ein bisschen stehen. Ich habe es ja schon mal erwähnt im anderen Video, dass hier der komplette Park repowert werden soll. Zumindest die ganzen Kennesis-Anlagen sollen weg. Und im Endausbau sollen hier 18 Enercon E160 stehen. Dann hat der Park insgesamt über 100 Megawatt. Richtig krass. Ja, da hinten bei der E138, da scheint auch eine Wartung stattzufinden. Da hängt nämlich ein Seil hinten aus der Gondel raus. Also gehe ich mal von aus, dass da eine Wartung stattfindet. Da hinten sind jetzt die 3 E160. Ich finde die Windparks hier in der Region einfach richtig nice. Gefällt mir einfach super gut hier mit den Weinbergen. Schon echt einzigartig. Also ein bisschen schade finde ich es schon um die Kennesis-Anlagen. Finde die optisch eigentlich schon ganz nice. Gefallen mir schon ganz gut. Aber was erfreulich ist zu hören, habe ich auch auf der Seite von Vivi gelesen, dass ein Teil der abgebauten Anlagen ein neues Leben jetzt in Schweden beginnt. Also Gondel, Rotorblätter und Nabe wurden weiterverkauft nach Schweden und dort werden die Anlagen nochmal neu aufgebaut. Sind ja erst 11 Jahre alt, 2012 erbaut. Die sind ja noch gut. Dann allerdings in ganz weiß. Nicht mehr mit der roten Gondel und den roten Spitzen. Naja. Aber ich schätze mal, dass es dann halt nächstes Jahr losgeht mit dem Abriss der Anlagen hier. Oder 2025 erst. Und ja, dann kommen die leider alle weg. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die kleinen E44 hier auf jeden Fall noch stehen bleiben. Dass man halt den geilen Vergleich hat zwischen E44, E48, E138 und E160 dann nachher. Ja, jetzt stehe ich nochmal hier bei der E138. Einer meiner Lieblingsanlagen hier im Park. Steht ganz starr. Servicefahrzeug habe ich jetzt keins gesehen, aber hinten hängt auf jeden Fall ein Seil raus. Aber Enercon ist ja sowieso vor Ort. Vielleicht schaut dann zwischendurch mal jemand vorbei. Schon auch echt gewaltig der Rotor. Ja, 2020 wurde die Anlage gebaut. Frag mich, warum man da nicht auch schon 160 Meter Turm genommen hat. Vielleicht ging es wegen Schall nicht, dass der nächste Ort zu nah ist. Vielleicht hat man deshalb die 131 Meter genommen.
Steht halt auch hier am höchsten Punkt des Parks. Hinten dran nochmal die süßen kleinen E48. Die finde ich schon echt super. Aber die wird schon echt dann klein aussehen neben den E160, die E138. Bin mal gespannt, wo die anderen Anlagen dann hinkommen. Die ganzen Kennersys kommen ja weg. Insgesamt 16, 4 sind schon weg, also 12. 12 Kennersys kommen noch weg. Auch ersetzt durch E160. Dann haben wir 15 E160 und dann kommen aber nochmal 3 dazu. Also der Park wird nicht nur repowered, sondern auch erweitert. Und das hier ist die Anlage, bei der mal ein Rotorblatt den Abflug gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wann das war. Aber optisch finde ich die Kennersys schon cool anzuschauen. Ist halt echt was ganz Besonderes. Gibt es halt nur hier so in der Region. Ich glaube, an der Ostsee stehen auch noch ein paar, in Grevesmühlen. Aber dass hier auf einem Haufen so viele stehen, das ist halt schon echt einzigartig. Ja, und dann nochmal ein cooler Blick hier rüber zu den E160. Ja, ich habe mich tatsächlich verguckt. Also die Rotorblätter haben auf jeden Fall rote Spitzen. Sieht man nur nicht von der Seite. Die Seite ist nämlich weiß, sondern und nur oben drauf und unten drunter ist rot, aber die haben auf jeden Fall rote Spitzen. Also habe ich mich versehen. Ja, ich werde auf jeden Fall im Herbst irgendwann nochmal herkommen und werde den Bau auch verfolgen auf der Seite von Vivi. Es muss ja eine Erklärung geben, warum jetzt die Anlage hier nicht fertig aufgebaut wird, sondern der Kran abgebaut wird. Wer es weiß, gerne in die Kommentare schreiben, wird es gerne wissen. Ja, aber dann komme ich im Herbst irgendwann nochmal her, Oktober oder so. Vielleicht steht dann schon eine Anlage und genau. Und dann bei der Gelegenheit vielleicht auch mal noch den Windpark Bibelnheim-Garbsheim besuchen mit den V150 da hinten. Ich hatte jetzt echt wieder nur wenig Zeit. Sieht schon auch echt geil aus. Sie haben echt eine richtig coole Plattbiegung, die Inventus. Und neben den E101 sehen die schon echt fett aus. Sehr nice. Hinten auch nochmal der Windpark Dautenheim. Ne, Dorn, Dürkheim, Dittelsheim, Hessloch, Eilsheim. Da stehen die ganzen E82. Ich weiß gar nicht, wie viel es sind. 14, 16, 18, irgendwie sowas. Und im Anschluss dann da hinten halt der Kloppberg nochmal. Mit den kleinen N43 auf Gittermast, E48, E53 und dann der Windpark Hangen-Weisheim, da ist die N117, die neue. Und Windpark Heimersheim da hinten mit den ganzen Repower. Also ist schon echt spannend die Region hier. Und ja, jetzt mit den E160 wird sie dann noch mal reizvoller, wie sie eh schon ist. So ihr Lieben, ein letzter Blick hier auf den Windpark Gaubickelheim. Muss mich nämlich so langsam auf den Rückweg machen. Muss wieder mit dem Zug
zurück. Ja, jetzt habt ihr mal ein kleines Update, was hier so passiert ist in der Zwischenzeit. Ich habe mir jetzt nochmal einen coolen Blick auf die fast fertige E160. Da ist er zwischen den beiden E48. Hier weiter rechts dann der Turm für die zweite. Den dritten Turm sieht man jetzt nicht. Ja, bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Warum es hier mit dem Aufbau der Anlage nicht vorangeht. Warum der Kran jetzt abgebaut wird. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall auf der Seite von Vivi das Ganze verfolgen und werde auch auf jeden Fall im Herbst nochmal hier sein. Bin ja öfters hier in der Region unterwegs und dann werde ich es ja sehen, ob es vorangeht oder nicht. Also bei der E138 ist auf jeden Fall Service da. Ich glaube auch, dass da die Bauleitung ihren Sitz hat. Habe ich ein Schild gesehen. Und ein richtig tolles Bild hier mit den E48 und der Kenesis. Sieht richtig cool aus. Also ich bin schon ein bisschen wehmütig, dass die Kenesis hier komplett wegkommen. Wenn sie noch so ein paar stehen lassen würden, fände ich schon ganz cool. Einfach, dass ein bisschen mehr Vielfalt hier im Windpark ist. Naja, ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht steht dann schon die eine oder andere E160 hier. Halt die Ohren steif und bis dann.